Willkommen! Heute zeige ich Ihnen, wie Sie in Senector Stage im fortgeschrittenen Modus Materialien verwenden. Materialien sind eine Sammlung von Farbe, Textur und weiteren Eigenschaften, welche wir 3D-Objekten geben können. Ziehen wir zum Beispiel mal als 3D-Objekt einen Würfel als einfaches Beispiel in die Szene. Der hat standardmäßig seine Farbe und gewisse Eigenschaften wie seine Reflektivität. In den Eigenschaften, die ich jetzt über Doppelklick auf das Objekt geöffnet habe, sehe ich im Punkt Modell seine Materialslots. Dieses Modell hat nur einen einzigen und es ist gerade belegt mit matter Kunststoff, welcher auf orange gefärbt ist. Das kann ich jetzt beliebig neu zuweisen. In der Bibliothek finde ich im Tab Materialien verschiedenste unterschiedliche Materialien zur Auswahl. Zum Beispiel verschiedene Steinarten, Stoffe, Holz und Metall. Nehmen wir zum Beispiel gerade mal raues Gestein und ziehen das jetzt hier drüben auf den Slot. Und Sie sehen, der Stein ist jetzt hier sichtbar. Das Ganze ist also aus einem Plasteblock zu einem Steinblock geworden. Sie können hier verschiedene Sachen für das Material noch einstellen. Zum Beispiel die Farbe, welche dann mit reingerechnet wird. Oder zum Beispiel auch, wie groß das gekachelt sein soll. Je nachdem, wie groß das Objekt ist, macht das mitunter Sinn, das anzupassen. Sie können ansonsten über den Button hier unten die Farbe wieder auf das Original des Materials zurücksetzen oder sogar über den hier das komplette Material wieder auf den Standard bringen. Also hier jetzt matter Kunststoff. Um mal ein Beispiel mit mehreren Materialslots zu zeigen, lösche ich den Würfel wieder und füge unser Beispielobjekt, die Krone, hinzu. Ich ziehe die mal etwas größer, dass man es besser sieht. So, und Sie sehen hier schon, wir haben jetzt hier mehr Materialslots zur Auswahl. Das hier zum Beispiel ist das Gold. Da sage ich jetzt mal, okay, das ist keine Krone mit Gold, sondern die ist aus Titan. Ziehe das rein und entsprechend verändert sich hier alles. Und ich bin kein Freund von der Farbkombination. Die sollen mal alle bitteschön weiße Steine sein. So, hier haben wir noch das Grün. Der Smaragd wird umgefärbt. Und schon habe ich ein anderes Farbschema erreicht. Als letztes nehme ich noch den Filz. Und der bekommt ein royales Blau. Und so habe ich mein Objekt jetzt an meine Bedürfnisse angepasst. So können Sie generell vorgehen, wenn Sie eigene 3D-Modelle importieren. Details finden Sie dazu in unserer FAQ. Können Sie ebenfalls dort Materialslots definieren, welche Sie dann bei uns hier mit entsprechenden Materialien ausstatten. Alternativ können Sie auch Materialien mit Texturen importieren. Wie gesagt, da weitere Informationen auch in der FAQ. Das war's zu Materialien. Dann viel Spaß beim Gestalten Ihrer Umgebung.